Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Thunder Talk zusammen mit Julian und Andreas. Hallo. Und der neuen Sportster S heute. Ein mega geiles Motorrad. Ja, also wirklich schönes Motorrad, ordentlich Power, ne, 1250 Kubik, 123 PS. Also das geht auch ordentlich nach vorne. Extremes Drehmoment hat das Bike, ist unglaublich. Das Ding lässt sich wirklich sehr geil aus dem Keller ziehen. Ja. Hat Fund in jeder Lebenslage und macht richtig Bock, damit zu fahren. Ja, auch Kurven, also trotz des relativ breiten Vorderreifens, gar kein Thema. Also Kurvenfahren ist damit super easy. Die Geometrie scheint so gut abgestimmt zu sein, dass es kaum auffällt, wenn man damit fährt. Genau. Das ist sehr handlich, das Motorrad, und bewegt sich leichtfüßig. Echt cool. Und auch Fahrwerk, muss man sagen. Das ist wirklich... Obwohl man sehr kurze Federwege hat, also wir müssen über Tieferlegung gar nicht groß nachdenken hier bei dem Bike. Ne? Das kommt schon eigentlich so, wie wir das eigentlich früher mit der 48 gemacht haben. Ne? Alles ein bisschen runder, ein bisschen kompakter. Und ist auch wirklich sehr, sehr, sehr cool geworden. Und ich finde auch, das passt sehr gut in dieses ganze Harley-Konzept rein. Ne? Also so ein Drag Racer, so ein hat auf jeden Fall auch lange Zeit wieder gefehlt. Ja, Ne? Also die V-Rod war so das Letzte, war aber auch nicht so richtig konsequent. Und dieses Motorrad finde ich sehr konsequent. Also Motor, Dynamik vom Motor und auch das Erscheinungsbild ist so richtig typisch Harley und gefällt mir total gut. Ja, auch sehr markant, ne, mit dem Scheinwerfer. Also man erkennt dieses Modell sofort wieder. Wir haben es ja auch als Probefahrzeug hier. Ne, an der Stelle kommt gerne mal vorbei, um euch selbst zu Lohnt überzeugen. sich auf jeden Fall, definitiv. Also macht echt Bock, mit dem Ding zu fahren. Genau, und Kundenmeinungen dazu sind auch wirklich positiv. Ja. Ne? Also ist sehr überraschend auf viele und Ja, und Grund für uns natürlich, gerade so ein cooles Moped jetzt auch anzupacken und mal ein paar Teile von Thunderbike, damit vielleicht so ein bisschen das Ganze nochmal zu verschärfen. Genau. Ja. Das Auffälligste ist sicherlich das komplette Frontend. Also dadurch, dass wir das alles ein bisschen mehr zusammengeholt haben, wirkt das nochmal maskuliner, das Ganze. Also ich finde auch besonders diesen gefrästen Halter für den Screen hier, für die Scheibe, das ist schon sehr cool. Das ist jetzt noch ein Vorserienmodell, also die Scheibe. Die wird es dann in Zukunft tatsächlich als Plexiglasscheibe geben, in verschiedenen Varianten. Die Gabelbrücken haben wir ein bisschen dicker, ein bisschen fetter gemacht, gleichzeitig aber auch durch die ganzen Ausnehmungen hier so ein bisschen sportlicher, mit mehr Klemmungen dran, das ist so ein bisschen Superbike-mäßig, also ein bisschen steifer. Und wirkt trotzdem halt auch sehr edel. Ne? Mit dem B-Color-Cut ist halt auch eine coole Optik dann. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch sehr cool finde, ist unsere neue Blinkerlösung. Wir haben also lange darüber nachgedacht, wo wir hier die Blinker lassen. Wir hatten ja schon so eine kleine Version hier drunter, gefiel mir aber nie, weil sie nie eine Einheit gebildet hat mit den Hebeln, wie bei den ganzen Big Twin Modellen und bei den Sportstern der alten Generation. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, den Blinker halt in so einer Form zu machen. Und am Ende, muss ich sagen, finde ich das noch mal geiler als die Varianten vorher, weil er auch sehr einfach zu montieren ist, ne? Und einfach gar nicht mehr auffällt. Ja, also ist echt schon sehr unauffällig. Natürlich, wenn die dann auch leuchten, das sieht dann auch sehr cool aus von der Optik direkt neben dem Scheinwerfer und sind halt auch super dann zu sehen im Straßenverkehr. Super hell, ja. Dann haben wir auch eine Alternative gemacht zu den Originalspiegeln, die also hier sitzen. Wir haben jetzt eine Spiegelhalterung, die sowohl den Spiegel nach unten sich montieren lässt in dieser Position oder auch nach oben. Die Griffe haben wir passend dazu gemacht, jetzt mit einer Kappe hinten drauf, sodass halt dann auch die Öffnung wegfällt. Ja. Man kann aber diese Griffe trotzdem auch benutzen mit den herkömmlichen Spiegeln, die serienmäßig verbaut sind, weil diese Kappe kann man abnehmen. Ne? Dementsprechend
Obwohl das mit den Spiegeln jetzt unten, so wie es ja hier ist, auch so ein bisschen an die alte 48 erinnert. Deswegen finde ich das auch eigentlich wirklich cool von der Optik her. Ich finde es auch gut, wenn gerade solche Sachen eben nicht im Mittelpunkt stehen, ne? So ein riesen Spiegel wie bei dem Serienteil oder auch die Blinker, die wir jetzt bei dem Modell auch schon nicht mehr dran haben. Wenn das alles reduziert ist, macht das so ein Custom-Bike natürlich am Ende auch aus. Ja, viele Details, die gar nicht so super auffällig sind. Ein paar schöne Sachen finden wir auf der Seite noch. Also wir haben die Kühlerblenden neu gemacht, die sind original ja nicht ganz so hübsch, so riesen Plastikeimer. Die haben wir getauscht gegen gefräste Aluminiumteile. Die finde ich, das ist wirklich auch sehr, 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 macht sehr viel aus in der Optik. Ja, und auch wieder stimmig, ne? Ja, passt alles schön zusammen. Dann haben wir uns dazu eine passende neue Fußrastenoptik einfallen lassen. Auch in diesem Bicolor, passend zu den Griffen. Und auch sehr sportlich. Also das ist wirklich schon im Vergleich zu den anderen Rasten und Griffen für die Big Twins auch eine ganz andere Optik. Ja, du erreichst trotzdem nochmal etwas mehr Schräglagenfreiheit dadurch. Das ist schon ganz cool. Genau. Was mir auch sehr gut gefällt, ist unser neues Deckeldesign. Da haben wir uns auch sehr viel Mühe gegeben, mal was ganz anderes zu machen. Die haben wir mit so einer Linienfräsung versehen und dadurch entsteht so ein dreidimensionaler Effekt. Muss man sich aus der Nähe mal angucken, ist wirklich sehr, sehr, sehr edel, sehr cool. Ja. Ja, ansonsten würde ich sagen... haben wir ja noch den kompletten Motor einmal schwarz gemacht. Richtig. Macht auch viel aus bei dem Bike. Genau, ne, also wirkt wirklich nochmal dann viel, viel stimmiger einfach. Ja, ansonsten dann... Könnten wir jetzt mal auf die andere Seite gehen. So, jetzt auf der haben wir Seite. das Bike mal gedreht, genau. Ja. Auch hier finde ich den Unterschied sehr krass. Also insgesamt grundsätzlich, dass wir uns mit den Oberflächen einmal beschäftigt haben. Also wir haben alles in matt schwarz gleichmäßig lackiert, pulverbeschichtet, wie auch immer. Macht schon sehr viel aus. Aber auch diese Entzerrung, gerade von dieser Partie hier, wo ja original diese relativ große Kunststoffverkleidung sitzt, und die Kühlerblende auch hier sehr, sehr auffällig. Ja, es sind sehr zwei wuchtige Teile im Original, die das Motorrad jetzt halt hier nochmal viel schlanker machen. Auch mit dem anderen Beltschutz finde ich das halt wirklich sehr schön. Ne? Man sieht ein bisschen mehr, ne? Das möchte man ja auch bei dem Motorrad, finde ich. Und sieht halt auch noch cool aus. Ja, definitiv. Also diese ganze Seite hat mir ganz am Anfang schon nicht gefallen bei der Sportster S. Und ich bin aber jetzt total happy, weil die ist jetzt echt stimmig geworden. Auch der Seitendeckel hier sieht darin mega aus. Und auch so Kleinigkeiten wie hier der Versteller für die Federvorspannung, da passt das schon gut hin. Seitliches Kennzeichen kurz dran, sieht auch cool aus. Also insgesamt muss ich sagen, ist ein sehr, sehr gelungenes Konzept. Ja. Also ich finde auch den Lack, den der Ingo gemacht hat, mal wieder sehr cool. Ja. Also ich bin auch ein super Fan davon, immer von einem Lack, der matt und glänzend ist. Hat der Ingo hier auch eigentlich ganz cool gemacht, dass halt dieser originale Abschnitt von dem Tanklogo halt mit übernommen wurde. Ja, der wurde hier unten nochmal auch verfeinert. Ja. Aber dieses Tanklogo wurde halt übernommen. Das finde ich halt, sieht immer super edel aus. Und dann auch mit der Dash-Abdeckung und dem Tankdeckel, dass das dann schwarz glänzend ist, wirkt super hochwertig. Ja, also macht nochmal richtig aus. Also das ganze Motorrad wirkt nochmal eine ganze Ecke wertiger dadurch. Ja. Das ist wirklich und so ein bisschen das Konzept dann mit dem Gold, ne, hier im Schriftzug haben wir dann natürlich auch auf die Felgen angewandt. Und die dann passend gepulvert. Ja. Auch die Felgen haben ja ein wirklich cooles Design, die gehen nur in schwarz so ein bisschen unter. Schwarz mit schwarzen Reifen, genau. Ne, da fällt dieses Felgendesign nicht mehr auf. Ja. Und setzt sich halt mit dieser Schrift, die wir da noch drum gemacht haben. Kommt auch ein bisschen sportlicher dann gleich rüber. Genau, ne, und setzt sich halt noch mal ein bisschen hervor. Ja, sehr geiles Konzept. Also ich würde sagen... Können wir noch mehr von machen? S ist bei uns angekommen, auch in der Custom-Abteilung. Und ja, ich denke mal, dass wir das eine oder andere Bike in die Richtung gehen, noch bauen werden. Vielleicht noch mal ein bisschen verschärfter. Ja, also... Uns fällt bestimmt noch was ein. Genau, ne? Luft nach oben ist da auf jeden Fall noch. Ja, aber das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Ja, definitiv.
was mir auch sehr gut gefällt bei diesem Konzept ist, dass der Charakter ja eigentlich immer noch der gleiche ist. Du siehst sofort auf den ersten Blick, Ist was für ein Sportster Bike ist. wir hier vor uns haben. Ne? Ja. Und deshalb, ja, ist gerade jetzt bei den Anfängen des Customizings für Sportster S, finde ich gerade auch das Konzept gut. Ja, Dass definitiv. man bei dem Modell bleibt, näher dran bleibt, das ist schon für mich Ja, und sehr wichtig. Details halt in Szene setzt, ne? Ja. Mit dem Scheinwerfer oder so. Ja, einfach die Anfänge, die die Designer von Harley gemacht haben, nehmen und sagen, okay, da hätte der sich vielleicht auch gewünscht, aber in der Serie konnte er das nicht umsetzen, also machen wir das. Ne? Ja. Wir bringen das Ganze ein bisschen mehr auf den Punkt. Ja, Unser Job. genau. Ja, Ja. also wie gesagt, wir haben Sportster S hier. Meldet euch gerne, kommt vorbei, Macht eine Probefahren. Probefahrt, genau. Genau, wir beraten euch auch gerne wegen Umbaumaßnahmen, erfüllen euch da gerne eure Wünsche und ja, ansonsten würde ich sagen, Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.